Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Heute geht es um die M3i0. Das ist die neueste Flashkarte von dem M3-Team, das inzwischen leider schon verschollen ist. Sie unterstützt die aktuelle DSi-Firmware, aber nur die 3DS-Firmware bis 4.5.0-10. Und das M3-Team ist schon ziemlich alt, aber inzwischen ist nur noch eine einzige Website von denen verfügbar. Mir wurde die Karte übrigens freundlicherweise von 4 oder 4coolday.com bereitgestellt. Vielen Dank nochmal dafür. Und zwar, wenn man die Karte auspackt, dann ist hier so eine durchsichtige Plastikeinlage drin. Die offiziellen Funktionen sind ziemlich lang, also die überspringe ich mal. Und dann ist hier einmal ein Micro-SD-Kartenleser drin. Der ist nicht so ganz normal. Oder das ist kein normales Modell, was normalerweise bei Flashkarten mitgeliefert wird. Und da ist der M3-Schriftzug drauf. Außerdem ist noch ein Update-Kabel dabei. Damit kann man die Karte updaten. Ein Installationstutorial ist übrigens in der Beschreibung von mir. Beziehungsweise ein Link zu einem Installationstutorial von mir. Und ein Link zu einem Update-Tutorial von einem Partnerkanal. Das ist auch nochmal in der Beschreibung. Und dann ist hier noch die Karte an sich drin. Die ist in so einer relativ platzverbrauchenden Schutzhülle drin. Wenn du PCB-Bilder von dir sehen möchtest, kannst du übrigens noch mein schriftliches Review angucken. Link dazu auch in der Beschreibung, beziehungsweise zu meiner Website. Denn da habe ich die M3 nochmal aufgemacht. Und zwar hat die so einen schön dunkelblauen Aufkleber. Hier oben noch im GMP Z003 Hinweis. Das ist das neueste Modell, was ein paar Nachteile hat, aber eben nur noch das letzte Update haben kann, im Gegensatz zu den vorherigen Modellen. Zugemacht ist die mit solchen Verschlüssen, die beim Öffnen relativ schnell reißen können. Bei den Kontakten sind die Stege hier zwischen den Kontakten leider nur an den beiden äußeren Enden da. Und die Kontakte sind auch relativ kurz, was zu Kontaktproblemen führen könnte. Hier kann man das Update-Kabel reinstecken. Und da kann man die MicroSD-Karte reinstecken. Der Aufkleber fühlt sich etwas wertiger als die Plastikschale an sich an, aber das geht alles von der Qualität her noch. Wenn ich die M3i das erste Mal starte, dann kann ich erstmal eins der beiden Betriebssysteme auswählen, entweder M3 Sakura oder Touchpad. M3 Sakura ist ist sozusagen Moonshell mit einem ROM-Loader, was das Ganze eigentlich, was Moonshell ziemlich stark verbessert und auch der M3 einen ziemlichen Push gibt. Das wurde auch mit den echten Entwicklern von Moonshell zusammen produziert. Und das funktioniert auch. Und es funktionieren sogar die Realtime-Einstellungen, die man in Touchpad eingestellt hat. Und damit komme ich schon zum nächsten Punkt, und zwar zu Touchpad. Also gehe ich jetzt erstmal nochmal auf Touchpad ein. Das ist diese Oberfläche. Da gibt es 7 Icons. Hier oben kann man noch weitere Infos zur aktuellen Systemsoftware kriegen. Hier kann man noch die Bildschirmhelligkeit einstellen, wo auch ein Balken ist, der den aktuellen Zustand anzeigt. Dann gibt es noch einige Einstellungen. PDADS ist eine Anwendung, die nur von der M3i0 unterstützt wird. Und da kann man sich halt Notizen machen, irgendwelche Maßsachen umrechnen oder so. Allerdings ist das Ganze immer ziemlich langsam.
und hat kein besonders aktuelles GUI mehr. Wenn man ein NDS-Game auswählt, kommt man wieder zurück zu Touchpad, wo man auch noch Medien auswählen kann. Dabei wird noch ein M3i0 eigenes oder M3 eigenes Programm gestartet, und zwar der GB Alpha Videoplayer. Leider konnte ich da noch keine Videos zu konvertieren, weil der einen veralteten Codec verwendet. Wenn man öfter nacheinander ins Menü zurückkehrt, gibt es manchmal ein paar Probleme. Ja, und dieser Codec, da habe ich halt kein Video gefunden, das ich konvertieren kann. Der obere Bildschirm ist übrigens bei den M3-Menüs nicht so besonders wichtig. Musik kann man hier auch noch abspielen und Bilder angucken, bei den Sachen habe ich keine Probleme festgestellt. Und auch von da aus kann man wieder zurück zu Touchpad kommen. Dann gibt es noch Start, damit kann man die M3i0 als No-Pass verwenden für Slot 2, also GBA-Slot-Flashkarten. Dann kann man noch mit Speicherkarte Homebrew starten. Mit GBA kann man irgendwelche Sachen machen mit einer M3 Slot 2 Karte. Da ich aber keine besitze, konnte ich das nicht austesten. Und mit NDS kann man DS-Spiele spielen, also ROMs. Wenn man NDS auswählt, dann werden keine Ordner angezeigt. Und da die M3 schon etwas älter ist, werden auch nicht mehr alle Spiele unterstützt. Zum Beispiel kann man Lego Fluch der Karibik nur noch im Download-Play-Modus starten. Ansonsten freest er einfach. Wie gerade eben schon angesprochen, hat die M3i0 einen Download-Play-Modus, an den kommt man, indem man auf Y draufdrückt. Und dabei werden halt die ganzen extra Funktionen deaktiviert, die man hier einstellen kann. Und es wird halt Download-Play gepatcht und man hat eine höhere Kompatibilität mit Spielen. Hier gibt es, wie gerade eben schon erwähnt, einige Funktionen. Zum Beispiel kann man cheaten, da werden extrem viele Dateiendungen unterstützt. Man kann Soft Reset machen und es gibt ein Realtime-Menü, wo ich gleich nochmal drauf eingehen werde. Und dann kann man noch eine Zeitlupe verwenden, bei der die Spiele bei mir eigentlich meistens eingefroren sind oder einfach stehen geblieben sind für die Zeit, in der da die Zeitlupe aktiviert war. Also auf die sollte man sich nicht wirklich verlassen. Vor jedem Start werden auch nochmal solche Sachen angezeigt und vor jedem Start wird man auch nach den Einstellungen gefragt. Was bei dem Menü, das an sich schon relativ langsam ist, was man jetzt nicht sehen kann, weil ich nur 2 Spiele habe, noch mehr Zeit beansprucht. Und da hätte man lieber normale Einstellungen machen sollen wie bei anderen Flashkarten. Und wenn ich jetzt in das Realtime-Menü gehe, dann startet er neu, dann kann ich hier einen Realtime-Save erstellen, irgendwelche Textdokumente lesen, die ich vorher schon erstellt habe, und zurück ins Menü gehen. Was die Homebrew-Kompatibilität angeht, ist es ganz interessant, dass die M3i0 das Verlinken mit GBA-Dateien unterstützt. Und wenn man hochscrollt, dann werden hier die Icons nicht mehr richtig angezeigt. Aber Fett wird unterstützt. Man kann hier auch andere Texture Packs auswählen und so weiter. Und das funktioniert alles. Also wenn ihr die Nitro-Version starten möchte, dann funktioniert das nicht, was ich gleich mal zeigen werde. Hier im Menü werden übrigens auch die transparenten Farben nicht transparent angezeigt. Und auch bei Homebrew wird vor dem Start erstmal die IE-Kompatibel angezeigt und dann fragt er einen noch irgendwelche sinnlosen Sachen nach. Also ob man das Ganze über Slot 1 oder Slot 2 starten möchte. Und man sieht schon, dass da keine externen Daten geladen werden. Also zusammenfassend kann man sagen, dass das M3-Team sicherlich sehr gut an der Karte gearbeitet hat und dass sie auch viel auf eigene Software, also auf Homebrew untersetzen. Und auch Sakura ist ein guter Grund, die M3i0 zu kaufen.
Allerdings wird sie nicht mehr unterstützt, es gibt keine Spiele-Patches mehr. Sie funktioniert nicht mehr auf den aktuellen 3DS-Firmwaren, sondern nur bis 4.5.0-10 und beim DSi bis 1.4.5. Für die Updates brauchte man auch einen älteren DS und es ging nicht nur mit dem Update-Kabel, wie es eigentlich geplant war. Deswegen empfehle ich die M3i Zero nicht zu kaufen und dann vielleicht auf andere Karten zurückzugreifen. Nochmal vielen Dank an forcoolday.com für die Bereitstellung der Karte. Ein schriftliches Review zur M3i Zero findest du unter Nintendo DS, Reviews und Rezensionen und M3i Zero.